hier Miranda von Taiwan Foodie. Heute zeige ich euch, wie man koreanisches Kimchi selber einlegen. Ja, genau. Ich esse sehr, sehr gerne koreanisches Kimchi, zwar auch Kimchi-Gerichte. Ich komme zwar aus Taiwan, aber ich esse wirklich so gerne und mein Mann und ich, wir haben schon mal Witz gemacht, dass ich bin eigentlich so nicht Taiwanerin, sondern Koreanerin. Genau, ich kann eine Woche lang Kimchi-Gerichte essen, kein Problem. Am Anfang habe ich auch oft im Laden fertiges Kimchi gekauft und danach habe ich dann mich selber daran interessiert, wie man eigentlich selber Kimchi einlegen. Und ich habe dann Rezept gefunden, selber probiert. Seitdem ich dann selber erfolgreich Kimchi eingelegt habe, dann ist eigentlich dieses fertiges Kimchi für mich erst zu teuer, nicht so ganz nach meinem eigenen Geschmack. Und heute dieses Rezept ist einfach nach meinem Geschmack am besten schmecken und ich möchte gerne euch zeigen. Und heute mein Rezept ist basiert auf 3 Kilo Chinakohl. 3 Kilo wäre das ungefähr 3 Stück für so eine Größe Chinakohl. Wenn ihr dann nur erstmal zum Probieren möchtet, könnt ihr gerne mal meine Rezeptmenge einfach ein Drittel nehmen. Dann wäre dann in dem Laden nur so ein Chinakohl kaufen. Dann könnt ihr auch gerne so verwenden und mal probieren, ob das schmeckt. Wir brauchen insgesamt 3 Kilo Chinakohl, ungefähr so 3 Stück, so eine Größe. Ich habe hier ein Stück noch nicht eingelegt. Ich werde nachher euch zeigen, wie man das geht. Hier habe ich 2 Kilo Chinakohl schon bereits eingelegt. Habe ich auf Viertel gemacht. Wir brauchen halbe Tasse Salz zum Einlegen, ein wenig Ingwer, 1 Teelöffel Brühpulver, 3 Teelöffel gesalzene Garnelen. Das kann man im koreanischen Supermarkt bekommen. Das ist aber optional. Wenn ihr nicht kaufen möchtet, dann lasst einfach weg. Ich habe hier Reis. Und das ist nicht so üblich, weil manche Rezepte die zeigen ja diese klebrig Reismehl. Ich verwende lieber mit normalem Milchreis, das ich zu Hause habe. Man braucht hier halbe Tasse Milchreis, 4 Tassen Wasser, 2 ganze Knolle Knoblauch, 6 Esslöffel Fischsoße, ein große Gemüsezwiebel, 3 Esslöffel Zucker, ca. 10 Stück Lauchzwiebeln, ungefähr diese Menge. Und hier habe ich halbe Tassen koreanische Chiliflocken. Die sehen so aus. Man kann auch im koreanischen Supermarkt oder im Internet bestellen. Das ist sehr wichtig. Man soll unbedingt diese koreanische Chiliflocken verwenden. Ansonsten mit anderer Sorte, das will dann den Kimchi nicht so schmecken, wie es sein soll. Ich habe ungefähr 1 bis 1,5 Möhren sehr fein gehoben. Und hier ist circa so halbe Rettich, auch so klein und feine Streifen geschnitten. So, allererste Sache müssen wir Chinakohl vorbereiten, einlegen. Und wie man dann im Supermarkt am besten so gute Chinakohl finden, ist halt, die Blätter sollen sehr, sehr eng aufeinander liegen. Wenn die schon so breit, locker sind, dann die sind nicht mehr so frisch. Das soll man nicht kaufen. Und diese Chinakohl soll auch wirklich sehr schwer und sehr kompakt. Das ist dann immer so eine gute Chinakohl. Und erst lassen wir Chinakohl schneiden. Wenn hier zu schwarz ist, könnt ihr auch gerne das wegschneiden. Aber bei meiner ist noch ziemlich okay. Ich lasse, wie es ist. Und man soll hier in der Mitte einfach schneiden. Mit Finger aufmachen. Und dann nochmal hier in der Mitte schneiden. Auch wieder aufmachen. Man sieht ja frisch geschnittene Chinakohl, die sind alle sehr steif und hart, weil die haben ganz viel Wasser in den Blättern. Und nach dem Einlegen, die sollen ja eigentlich sehr, sehr weich sein. Also alle Blätter sollen so flexibel aufgegangen ist. Und was ich nachher zeige, diese Salz und Wasser und wie lang man das einlegen, das ist circa mit meinem Rezept ungefähr 3 Stunden. Aber bitte nicht 100% nach der Zeit einrichten, sondern zwischenzeitlich immer prüfen. Guck einfach diese Konsistenz. Wenn das so steif ist, dann ist es noch nicht durch. Da muss man noch weiter einlegen. Und wenn das schon so weich ist, dann ist okay. So, erstmal halbe Portion Salz hier im Wasser mischen.
Und dann Chinakohl einfach kurz in Wasser eintunken lassen und dann wieder rauf in der andere Schüssel rein. Und hier sollen wir einfach noch extra Salz, hauptsächlich in den Stangenbereich, noch Salz zusätzlich reinlassen. Warum man so macht, weil hier dieser Stangenbereich ist schwerer, weich zu machen. Deswegen muss man noch ein bisschen extra Unterstützung. Und dann einfach so Schneideseite nach oben einfach in den Schüssel reintun. Und wenn man alles schon Salz hier vorbereitet hat, dann kann man hier dieses salziges Wasser auch nochmal vorsichtig reinkippen. Und genau das legen wir mindestens 3 Stunden lang. Zwischenzeitlich ein bisschen hoch und runter wenden. Man kann auch so mit Gewicht oben nochmal drücken. Das hilft auch den ganzen Prozess. Aber wie gesagt, könnt ihr mal probieren, was ist am einfachsten für euch. Und wenn das fertig eingelegt ist, heißt die Blätter sind alle weich geworden, dann werde ich mal in so eine große Eimer einzeln rausnehmen und einfach tropfen lassen über Nacht. Das ist am besten tropfen lassen über Nacht, weil dann werden die wirklich sehr trocken. Danach werden diese Kimchi-Soße auch nicht so flüssig geworden. Wenn ihr keine Zeit habt, dann lässt man einfach gut abtrocknen für etwas 1 bis 2 Stunden, je nachdem wie viel Zeit ihr habt. Und zunächst machen wir Reisbrei. Ich habe hier Milchreis. Ich werde erstmal waschen und abtrocknen, mit Wassermenge zusammen mischen und auf den Herd. Erstmal richtig bis zum Kochen bringen und danach etwas 15 Minuten lang köcheln lassen. So, wir haben dann fertig gekocht und dann dieser Reisbrei muss bis zu dieser Konsistenz gekocht werden. Schütte einfach das Zucker rein und dann unterrühren. Und diese Reisbrei lassen wir erstmal abkühlen lassen bis zum Raumtemperatur und dann machen wir den nächsten Schritt. Jetzt haben wir diese Reisbrei bis zum Raumtemperatur gewartet und jetzt sieht man auch, dass es noch klebriger geworden, fast wie ein Kleber und das ist genau, was wir brauchen. Ich werde jetzt diese Reisbrei zusammen mit dieser Gewürze, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel und auch Fischsoße, gesalzene Garnelen und auch Brühpulver alle in dieser Küchenmaschine zerhacken. Das ist danach unsere Basissoße. Zusätzlich kommen nur später Chiliflocken, Rettich, Möhren und Zwiebellauch dazu. Mehr ist das nicht. Wenn ihr zu Hause diese Küchenmaschine nicht habt, keine Panik. Ihr könnt gerne auch so Stabmixer oder Standmixer. Hauptsache alle Zutaten zermischen oder pürieren. Das reicht schon. So, das ist dann jetzt püriert und ich werde erstmal Chiliflocken hier rein, auch gut mischen. Wenn ihr noch gerne mehr scharf essen, dann ruhig noch mal mehr Chiliflocken reinmachen. Man sieht ja immer die Koreaner, wenn sie so eine Pasta machen, die sind knackrot, weil die brauchen ungefähr 3-fach mehr diese Chiliflockenmenge als ich. Ihr könnt gerne das machen. Ich kann leider nicht so scharf essen. Das ist so nach meinem Geschmack angepasst. Ihr könnt gerne nochmal etwas mehr Chiliflocken reinmachen. Okay, so heute haben wir ja eine Chinakohl nochmal frisch eingelegt mit Salzwasser und das ist jetzt auch, ich glaube, erstmal 2 Stunden rum und das ist schon eine Konsistenz, dass ich sage, okay, das ist weich genug, kann ich schon bearbeiten. Und wichtig ist einfach diese Chinakohl aus dem Salzwasser rausholen und nochmal in saubere Wasser richtig durchspülen und einfach die restlichen Salzinhalte zwischen die Blätter einfach richtig abwaschen. Und dann habe ich einfach, weil ich habe keine Zeit jetzt für über Nacht trocknen lassen, ich habe einfach mit dem Hand so das Wasser ausgequetscht und einfach so hier gelassen. Und das kann man auch jetzt schon verwenden. Und dann werde ich jetzt mal diese Soße und auch die restliche Gemüse jetzt erst zusammen mischen.
Bitte nicht vorher machen, wenn ihr noch nicht so weit mit dem Chinakohl, weil wenn man das so zusammenmischen, diese Salzinhalte oder Soße von Fischsoße und so weiter, die werden auch wieder diese Gemüsewasser wieder auslösen und dann wird dann wieder zu flüssig. Das soll man wirklich erstmal mischen, kurz bevor man dann den Chinakohl Einzelblätter Marinade drauftragen möchte. Also mit diesem Prozess soll man auf jeden Fall Handschuhe tragen, weil diese ganzen Chiliflocken, die sind schon sehr scharf. Also ich würde empfehlen, das mit dem Handschuhe bearbeiten. Und jetzt einfach richtig vermengen. Wenn man diese Soße oder diese Marinade fertig gemischt hat, dann nimmt man einfach so ein flache so Pizzateller oder so, was man gerne das verwenden, und dann werden wir jetzt einzelne Blätter auftragen. Bevor man hier startet, soll man auch die vorbereitete Einweggläser auch schon mal vorher richtig vorbereitet. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr Marmelade machen oder so Sachen einlegen, ist einfach desinfizieren, egal mit welcher Methode, und dann abkühlen lassen und auch trocknen lassen, und dann kann man verwenden. Jetzt nehme ich einfach diese Chinakohl und dann hole ich so quasi etwas Marinade und dann fange ich an zu reiben. Man holt die Soße, man muss gar nicht mal so viel auftragen, nur so wie Farbe drauf machen, das reicht vollkommen aus. Diese Stangebereich soll man mehr Soße drauf machen. Und die Reste kann man wieder zur Seite sammeln für nächste Chinakohl. Und dann soll man gut hier so richtig zusammenpacken und dann in die Dose reintun. Nach unten pressen. Man soll eigentlich nur diese Schritte immer wiederholen, bis Chinakohl alle sind. Nach der fleißigen Arbeit haben wir endlich mal Kimchi fertig gemacht. Guck mal, wie viel. Also ich mache gerne einmalig große Portionen und dann lasse ich die direkt ohne Gären in den Kühlschrank, weil das kann man wesentlich länger haltbar machen. Und hier soll man immer nach dem Kimchi machen auch immer nach unten drücken, weil das kommt schon fast schnell Wasser raus, und man soll immer unterdrücken, damit diese Luftblase nach oben kommt und dann auch die Soße einfach reingehen. Und man sieht das erstmal, ich habe auch noch keine Gummiringe drauf gemacht, weil einen Tag würde ich gerne die 2 Flaschen im Raumtemperatur lassen, die werden dann gären. Und wenn Kimchi gärt, das kommt ganz viel Luftblase hoch. Und wenn man komplett dicht machen, dann ist auch nicht so praktisch. Aktuell habe ich noch keine Dichtung, aber nach 1 oder eventuell 2 Tagen werde ich dann Dichtung aufmachen und dann zumachen und dann in den Kühlschrank reintun. Tipp ist hier, wenn man schnell essen möchte, den Kimchi, zum Beispiel morgen, übermorgen möchte man gerne schon mal essen, dann im Raumtemperatur gären lassen. Wenn man aber diese anderen Portionen jetzt langsam nach und nach essen möchte, dann direkt nach dem Fertigmachen, direkt zumachen und in den Kühlschrank reintun. Vielleicht jede 1-2 Tage auch wieder vom Kühlschrank rausholen, auch wieder aufmachen, Löffel wieder reindrücken, damit das der Luftblase langsam hochkommt, wieder zumachen, wieder in den Kühlschrank. Meine eigene Erfahrung, Kimchi will nach halbes Jahr nicht kaputt gehen. Die werden nur mehr und mehr säuerlich sein. Geschmack ändert sich nach der Zeit. Die werden immer reifer, immer saurer, wie Sauerkraut. So, jetzt habe ich dann mein Rezept geteilt. Ich hoffe, dass ihr nicht erschrecken von diesem komplizierten Prozess. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach zu viel gemacht. Wenn ihr nur ein Chinakohl macht, das braucht ihr wesentlich weniger Zeit davon haben. Ich hoffe, euch gefällt mein Rezept und mein Video. Nicht vergessen, Daumen hoch, um meinen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!